Hi! Das Video heute wird ein kleines bisschen anders, wie ihr unschwer hören könnt. Es wird heute komplett auf Deutsch sein. Yep. Ich habe vor langer Zeit beschlossen, dass ich meinen Channel auf Englisch machen möchte. Aus Gründen. Und wollte immer ein paar deutsche Videos zwischendurch machen, bin dazu aber nie gekommen. Und das wollte ich jetzt mal nachholen. Eigentlich habe ich meine Nervosität vor der Kamera mehr oder weniger abgelegt. Für den größten Teil zumindest. Aber jetzt gerade finde ich das total seltsam. Ich bin es gewohnt, Englisch zu reden. Ihr seid für mich Englisch. Und jetzt mit jemandem zu reden, der kein Deutsch spricht, das finde ich schrecklich. Ich bin gerade die ganze Zeit komplett versucht, wieder zu switchen. Aber ich versuche es durchzuhalten. Ich wollte nämlich über die deutsche Sprache reden. Unsere schöne deutsche Sprache. Und da habe ich mir gedacht, es wird Sinn machen, dann das ganze Video vielleicht auf Deutsch zu machen. Es wird eine Heidenarbeit sein, das Video zu untertiteln, weil ich weiß, dass ganz viele von euch überhaupt kein Deutsch sprechen. Und ich möchte natürlich, dass ihr trotzdem das Video gucken könnt. Also, Subtitles. Ich mag Englisch. Ich studiere Englisch. Ich spreche Englisch seit ich 10 Jahre alt bin. Also jetzt schon seit ungefähr 16 Jahren. Holy shit. Und es gab eine Zeit, in der ich wirklich sehr anti-deutsche Sprache war. Ich war ein kompletter Snob. Ich fand die Sprache hässlich. Ich fand sie hart. Ich fand sie grausam. Ich fand, dass sich Leute nur über sie lustig machen im Ausland. Okay, das stimmt sogar. Das ist tatsächlich der Fall. Und ich habe die Nase gerümpft über deutsche Dichter und deutsche Autoren und generell Deutsch. Fand ich nicht gut. Ich sollte einen Counter machen, wie oft ich in diesem Video Deutsch sagen werde, weil das wird in die ein paar Dutzend gehen wahrscheinlich. Ich fand für eine ganz lange Zeit, dass Deutsch keine schöne Sprache ist, dass man keine Poesie in ihr schreiben, lesen, genießen kann, dass Songs auf Deutsch langweilig und öde sind und pseudo-poetisch und sowieso Filme sind ganz schrecklich. Ich muss sagen, ich mag nach wie vor keine deutschen Filme, weil ich Synchronisationen generell suboptimal finde und ich das deutsche Kino, also was aus deutschen Produktionen in die Kinos kommt, mag ich alles nicht. Ist alles nicht so wirklich mein Ding. Ich gucke ab und zu deutsche Filme, aber nee. Ich glaube, diese Distanz zwischen mir und Deutsch hat so ein bisschen daran gelegen, dass ich mich in meiner Umgebung nicht besonders wohl gefühlt habe. Sowohl halt einfach mit meinen Freunden aus der Schule habe ich mich nicht besonders verbunden gefühlt, mit meinem Dorf habe ich mich nicht besonders verbunden gefühlt und habe dann so ein bisschen die Kompensierung darin gesucht, dass ich in Englisch ziemlich gut war, also war Englisch besser. Und daraus wurde ich ein verdammter Snob. Mittlerweile würde ich sagen, dass ich ein bisschen erwachsener geworden bin, was das angeht. Ich finde, Deutsch hat manchmal sehr harte Qualitäten, vor allen Dingen, wenn es geschrien wird. Aber welche Sprache klingt nicht hart und unbarmherzig, wenn sie geschrien wird und wenn sie wütend ist? Dadurch, dass viele das halt mit dem Dritten Reich verbinden, Deutsch, ist jetzt nicht besonders gut, aber hört euch mal die Reden aus den 40er, 50er Jahren oder 30er Jahren aus England oder so an. Die waren alle sehr abgestockt und alle sehr kantig und hart und nicht besonders schön. Also es liegt nicht nur an Deutsch. Über die letzten Jahre habe ich mich mit der deutschen Sprache angefreundet. Ich finde Englisch immer noch ein bisschen besser. Auch einfach, weil ich mich in vielen Gebieten sehr viel besser auf Englisch ausdrücken kann. Was vielleicht ein bisschen traurig ist, weil Deutsch meine Muttersprache ist. Aber auch wenn es ein Witz online ist, dass es für jede Gelegenheit eine deutsche Bezeichnung gibt. Wir haben ein paar tolle Wörter, aber manche Sachen kann man auf Englisch einfach sehr viel besser ausdrücken. Ist halt so. Trotzdem ist meine Sprache echt schön manchmal. Ich denke, um sich schön zu finden, muss man ein bisschen die deutsche Kultur verstehen. Und damit meine ich nicht das Oktoberfest und Schlagermusik und Bayern, basically, sondern die deutsche Geschichte, das Land der Dichter und Denker, was mittlerweile echt in der Vergangenheit liegt. Aber es ist immer noch die gleiche Sprache. Lyrik und Prosa kann in jeder Sprache schön sein. Auch in Deutsch. Deutsch kann hart und rau sein, aber so ein bisschen sind das Menschen doch auch manchmal, oder? Auch mit einer harten, rauen Sprache lassen sich wunderschöne Dinge ausdrücken. Und mittlerweile bin ich so ein bisschen protective. Beschützerisch? Seht ihr, manchmal fallen einem nur die englischen Wörter ein. Manchmal fühle ich mich ein bisschen beschützerisch über Deutsch, wenn andere Leute sich drüber lustig machen oder sagen, dass sie Deutsch hassen, weil es sich so scheiße anhört.
Denn ob ich es jetzt nun will oder nicht, die deutsche Sprache ist ein ganz großer Teil von mir. Und den akzeptiere ich. Mittlerweile. Aber ja, ich finde es sowieso ganz interessant, Leute, deren Muttersprache nicht Deutsch oder Englisch ist, auf ihrer Muttersprache reden zu hören. Das ist einfach anders und oft nett, auch wenn ich kein Wort verstehe. Okay, jetzt zum Schluss noch so ein kleines bisschen Housekeeping, Hauswirtschaft, was auch immer. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg nach Berlin. Deswegen wird die letzte Woche von Wetz, was eigentlich auch gar nicht mehr Wetz ist, weil es jetzt Oktober ist, ein bisschen schwierig, weil ich unterwegs bin. Ich werde den ganzen Rest der Woche wahrscheinlich da sein, bis zum Wochenende. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es hinkriegen soll, jeden Tag ein Video zu filmen und zu schneiden, weil ich natürlich nicht vorgearbeitet hatte, wie ich es vorhatte. Deswegen mal gucken. Ich hoffe, ich schaffe es alles pünktlich. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Aber ich versuche am Ball zu bleiben. Aber seid gespannt. Vor allen Dingen, das ist auch noch so eine Sache mit Sprache. Ich bin ein verdammter Schwamm. Das heißt, es kann gut sein, dass ich am Ende dieser Woche auf einmal vor mich hin berlinere, unabsichtlicherweise, und mir dann so vollkommen falsch und verstellt vorkomme. Aber ja, mal gucken. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Video auf Deutsch. Wer weiß. Ich hoffe, ich sehe euch morgen. Ich habe keine Ahnung. Fingers crossed. Ich drück mir die Daumen. Wir sehen uns. Bis dann.